Hallo Leute, ich bin Wolf von McTrident und heute sprechen wir über ein super interessantes Thema, nämlich Holster. Der totale Überblick, welche Holster gibt es bei McTrident überhaupt, was ist eventuell das richtige Holster für dich, das erzähle ich dir in diesem Video. Ich weiß Leute, dieses Video war schon längst überfällig, weil unser Sortiment ändert sich ja auch ständig, weil immer mehr dazu kommt. Und genau deshalb reden wir heute drüber. Das erste, was ich mal klarstellen möchte, ist die Unterscheidung zwischen Outside the Waistband und Inside the Waistband Holster. Outside the Waistband Holster, das sind Holster, die ganz klar außerhalb des Hosenbunds getragen werden. Das heißt, das sind die Klassiker für taktisches Schießen, sportliches Schießen, IPSC-Schießen. Und im Gegensatz dazu gibt es Inside the Waistband Holster. Inside the Waistband Holster, das sind Holster, bei denen du nicht willst, dass jemand anders deine Waffe sieht. Und die werden ganz klar unterhalb der Kleidung getragen, also Inside the Waistband innerhalb des Hosenbundes. Bevor ich auf jedes Holster im Detail eingehe, ist mir eine Sache super wichtig, dass ihr wisst, nämlich wir haben bei allen unseren Holstern Features verbaut und es ist komplett egal, ob ihr ein Outside the Waistband oder Inside the Waistband Holster wählt, das ist schon alles berücksichtigt. Das erste, was wichtig ist, ist das Thema Rotpunktvisiere. Egal welches Holster ihr bei uns kauft, sie sind alle kompatibel mit Rotpunktvisieren bis hin zum Trijicon SRO, was noch weiter nach vorne geht als die Standard-Cuts bei den Pistolen. Und hier, ihr seht, es ist genug Abstand, ihr könnt alles drauf verbauen. Es gibt aktuell kein Visier, was nicht kompatibel ist. Das nächste, was eben ein Thema ist, das ist das Thema Schalldämpfervisierungen. Warum verwenden das viele Leute, die Rotpunktvisiere haben? Weil diese erhöhten Visierungen eben damit helfen, dass ihr ein Backup-Sight oder Co-Witness habt, je nachdem, was für ein Rotpunktvisier ihr verwendet. Und weil das so ein Riesenthema ist und diese Backup-Visiere immer höher werden, sind bei uns mittlerweile die VC-Kanäle wirklich extrem ausgebaut, sodass ihr gerade bei den Outside-the-Waistband-Holstern bis hin zu, glaube ich, 19 mm Schalldämpfervisiere einbauen könnt, die es nicht gibt, aber es wäre möglich. Das nächste, was mir immer sehr wichtig ist, dass Leute wissen, wir haben an viele Anbauteile, die ihr euch in Zukunft kaufen werdet, schon gedacht. Also gerade alles, was vergrößerte Verschlussfanghebel angeht oder auch vergrößerte Magazinauslöseknöpfe. Unsere Holster, die sind damit kompatibel und das soll euch große Sicherheit geben. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ist mein Anbauteil kompatibel oder nicht, schreibt uns eine E-Mail, wir helfen euch da gerne weiter. Das nächste, was sehr wichtig ist bei unseren Holstern ist, dass wir auch darauf geachtet haben im Design, dass ihr, egal ob ihr Handschuhe trägt oder nicht, immer beim ersten Griff ein vollwertiges Griffmuster aufbauen könnt. Und deshalb ist hier immer ca. ungefähr 30 mm Platz, sodass auch mit Handschuhen im Winter alles funktioniert. Das nächste Feature, was wir haben, das ist das Thema Magazinauslöseknopf. Die sind bei unseren Holstern immer frei ausgestaltet, hat den Vorteil, dass ihr das Magazin der Waffe entladen könnt aus der Waffe, selbst wenn die Waffe geholstert ist, und ihr könnt euch mit jeglichem vergrößerten Magazinauslöseknopf, der draußen existiert, arbeiten. Dann natürlich das Thema, über die Schrauben könnt ihr den Ziehwiderstand einstellen, das heißt auch hier schwere Waffen, die fallen nicht raus. Ein weiteres Feature, was sehr wichtig ist und was ich auch immer wieder, sagen wir mal, hervorheben möchte, ist das Thema Muzzle Design. Hier haben wir nämlich ein Open Muzzle Design bei allen unseren Holstern. Das heißt, dass unten das Holster offen ist und dass ihr dadurch mit allen möglichen Anbauteilen wie Kompensatoren und Co., wo man normalerweise denken würde, oh Hilfe, mein Holster passt nicht mehr, weil ich habe jetzt vorne an der Mündung ein neues Teil drauf, dass das alles kompatibel ist und sagen einfach unten raussteht. Das ist gerade dann ein Thema, wenn ihr Gewindeläufe oder Co. verwendet, wo eben hier etwas über die Mündung drüber steht. Aber starten wir jetzt endlich mit dem wichtigen Thema. Was für Holstermodelle gibt es alle bei McTrident? Das erste Holster, was ich euch vorstellen möchte, das ist unser Top-Seller im Bereich taktisch Schießen und sportlich Schießen. Das ist das Torholster. Beim Torholster, das ist ein Holster, das es, glaube ich, für mittlerweile über 150 verschiedene Waffenmodelle gibt. Und es ist ein klares Outside-the-Waistband-Holster, das heißt, es wird außen getragen und es gibt verschiedene Montagemöglichkeiten, die ihr damit verwenden könntet. Wenn mich jemand fragt, hey, ich möchte taktisch sportlich schießen, was soll ich mir holen? Dieses Holster. Das Wichtige ist, es ist ein Level 1 Holster. Unterschied zwischen Levels, da spricht man von sogenannten Sicherungsmechanismen. Wie ich euch schon vorher gezeigt habe, ist, das Ganze könnt ihr umdrehen. Die Waffe fällt nicht raus, wenn man das Ganze richtig einstellt. Und hier wird die Waffe im reinen den Zielwiderstand drinnen gehalten. Das nächste Holster, was es gibt, das ist das Tor Duty Plus Holster. Da ist es so, dass es einen extra Sicherungsbügel gibt. Und das Spannende daran ist, dass die Waffe dann nicht nur über den Zielwiderstand drinnen hält, sondern eben auch zusätzlich mit dieser Sicherung gegen Verlust bzw. Fremdzugriff, was das viel wichtigere Thema ist, gesichert werden kann. Viele Leute fragen mich immer, yo, brauche ich eine Sicherung oder nicht? Die Sache ist immer die, das Tor Duty Plus Holster gibt es eigentlich deshalb, weil natürlich bei diesen Holstern
die Waffe einfach gezogen werden kann, ohne dass ein zusätzlicher Sicherheitsmechanismus betätigt werden muss. Hier ist es eben so, gerade wenn man sich in Gemengen bewegt, wo eben man nicht weiß, wer ist um einen herum, dann, wenn jemand hingreift, dann kriegt der die Waffe nicht raus. Wichtiges Thema beim TOR-Duty Plus Holster, das ist Rotpunktvisiere. Schaut für uns auf die Website beim TOR-Duty Plus Holster, da stehen auch Einschränkungen, weil hier sind nicht alle Rotpunktvisiere kompatibel, vor allem welche, die sehr boxy sind. Aber hier eben der Vorteil, ihr habt die Sicherung. Das nächste Holster, was ich euch vorstellen möchte, das ist das Loki-Holster. Das ist unser IPSC-Holster. Das ist gemeinsam mit einem der Top-Schützen aus dem österreichischen IPSC-Bereich, Martin Thaler, entwickelt worden. Und hier ist es so, dass eben gewisse Features noch optimiert sind, gerade auf das Thema Ziehen. Ich habe zum Beispiel hier im Gegensatz zum Tor-Holster, auch wenn das jetzt mit Licht ist, hier kein Gap zwischen dem Abzugsbügel und da, wo das Holster anfängt. Und der Vorteil dabei ist, dass ihr einen sogenannten Scoop Draw machen könnt. Das heißt, wenn ihr zieht, könnt ihr einfach mit dem Finger von unten hochfahren, seid direkt am Griffstück und könnt die Waffe ziehen. Sonst ist es eben hier auch noch anders im Gegensatz zum TOR-Duty Plus Holster, dass der Ausschnitt des Visierkanals noch tiefer ist und dass ihr dadurch noch schneller ins Ziel stechen könnt. Das sind mal die 3 Holster gewesen, die so ganz klar outside the waistband sind, für die es auch verschiedene Montagehöhen gibt. Generell unterscheiden wir zwischen High, Mid und Low Ride. Was ich empfehlen würde, ist eine Mid-Ride-Montage, wie zum Beispiel hier von Playtech die Duty Drop und Offset Mount oder eben von Safariland die Kugel 6070 Mount. All das findet ihr direkt bei den Holstern zum Auswählen im Dropdown-Menü und ist auch von uns wirklich die Empfehlung, was für diese Art von Einsatzzweck und Holster am besten passt. Ich habe jetzt schon über 3 Outside the Waistband Holster gesprochen und jetzt komme ich aber zum 4., weil das ist nämlich das Raven Holster. Und das Raven Holster, ich habe im Intro gesagt, dass diese Holster hauptsächlich dazu gedacht sind, um sozusagen sie auch wirklich offen zu tragen. Aber im Raven Holster, das ist ein kleiner Spezialfall. Weil das Raven Holster, das schaut so aus wie viele Holster draußen, aber das ist ein Holster, das ist optimiert auf verdecktes Tragen von Waffen. Was macht das so anders? Weil das Design schaut jetzt nicht so anders aus als vielleicht von anderen. Der Teufel, der liegt im Detail. Das ist nämlich eine spezielle Kombination von Winkeln, die umgesetzt wird. Und was ihr hier nämlich seht, ist, dass das super körpernahe geformt ist. Es ist ja auch ein gewisses Verhältnis umgesetzt, sodass die Waffe wirklich so nah wie möglich am Körper anliegt. Das ist ein Holster, das ist sehr beliebt bei Zivilfahndern und Co., wo die Waffe eben outside the waistband getragen werden soll und aber auch die Möglichkeit bestehen soll, das Ganze verdeckt zu tragen. Wir haben auch über dieses Holster ein eigenes Video, wo ihr auch das anschauen könnt mit Jacken und Co. Ja, das waren einmal die Outside the Waistband Holster. Kommen wir jetzt zum nächsten Thema, Inside the Waistband. Inside the Waistband möchte ich gleich einmal mit unserem Klassiker anfangen, wenn es ums verdeckte Tragen geht. Das ist nämlich das Viking Holster. Das Viking Holster ist ein Holster, was auf minimalstes Volumen optimiert ist und es ist auch verfügbar für sämtliche Waffenmodelle, die es auch bei den anderen Holstermodellen wie zum Beispiel Tor gibt. Generell ist es so, dass am Viking Holster verschiedene Montagemöglichkeiten da sind. Ihr könnt dieses Holster im Winkel tragen. Es gibt auch hier den Concealment Wing. Der Concealment Wing, der ist immer schon mitgeliefert und der sorgt dafür, dass wenn der Gürtel drüber geht, das Griffstück der Waffe näher zum Körper gedrückt wird. Wann macht der Concealment Wing Sinn? Der Concealment Wing macht nur dann Sinn, wenn ihr das Holster Appendix trägt, das heißt vor dem Körper. Wenn ihr das Viking Holster auf einer anderen Urposition trägt, dann würde ich euch empfehlen, den Concealment Wing zu entfernen. Die Schrauben, die ihr dafür benötigt, die sind schon immer mitgeliefert. Das nächste Holster, was ich euch vorstelle, das schaut sehr ähnlich aus. Das ist aber nochmal optimiert auf das Tragen von Full-Size bzw. Compact-Waffen, wie sie oft vom Dienstgeber ausgegeben werden. Und das ist das Quasimodo-Holster. Das Quasimodo-Holster schaut jetzt von außen ziemlich, sage ich mal, besonders aus, würde ich es nennen. Und das Spannende daran ist, dass alle diese Cutouts und so, die da so ausschauen, als haben wir uns verschnitten, das ist alles Absicht. Und dieses Holster, das Quasimodo-Holster, unterscheidet sich dadurch, dass es auf der Rückseite einen Buckel hat, deshalb auch Quasimodo. Und dieser Buckel, der sorgt dafür, dass die Waffe immer so nah wie möglich am Körper liegt, auch wenn ihr euch hinsetzt und Co. sozusagen und ihr Compact-Waffen als auch Full-Size-Waffen mit normaler Kleidung tragen könnt. Beim Quasimodo-Holster ist es so, dass wir dieses Holstermodell eingeschränkt haben auf die Anzahl der verschiedenen Waffen und Waffenlichter, weil das aus unserer Sicht, diese Auswahl, die, sage ich mal, kompetentesten Kombinationen sind, die man mit diesem Holster tragen kann.
Ganz wichtig noch beim Quasimodo-Holster versus Viking-Holster. Das Quasimodo-Holster ist ganz klar als Appendix-Holster ausgelegt. Das heißt, es ist ein Holster, was ich nur vorne trage. Während beim Viking-Holster, das ist für jegliche Uhrposition gedacht. Das nächste Inside the Waistband Holster, was ich mitgebracht habe, das ist das Guardian Holster. Und beim Guardian Holster, da handelt es sich um eine Kombination zwischen einem Pistolenholster und einem Magazinholster. Das heißt, wenn ihr das Ganze tragt, schaut das Ganze so aus. Hier ist natürlich die Sache, je kleiner die Waffe an sich ist, umso besser und natürlich auch, je breiter ihr seid. Das möchte ich immer deshalb hervorheben, weil nicht jeder Körpertyp kann diese Holsterart tragen. Welche Optionen es noch für die anderen Inside the Waistband Holster gibt, ein zusätzliches Magazin mit euch zu führen, das zeige ich euch gleich. Hier habe ich es eben so, dass ich beim Guardian Holster eben ein Pistolenholster und ein Magazinholster habe. Die beiden sind über ein elastisches Element miteinander verbunden. Welchen Vorteil hat das? Das Ganze passt sich immer an eure Körperbewegung an und wird somit über längere Zeit nicht unangenehm zu tragen. Das nächste, was ich hier natürlich klar wissen muss, das ist ein Appendix-Holster und es kann auch nicht im Winkel getragen werden. Das heißt, das ist wirklich ein Holster, das ist vorne innen und ist auch für keine andere Trageweise gedacht. Das nächste, was ich euch zeigen möchte für verdecktes Tragen, das ist der Trigger Guard. Der Trigger Guard ist ein Device, was gegen ungewolltes Betätigen des Abzugs schützen soll und ist eine sehr minimalistische Art des Tragens. Beim Enhanced Trigger Guard, so wie wir ihn nennen, habt ihr auch die Möglichkeit, verschiedenste Montagen anzubringen, sodass ihr auch die Waffe in diesem sehr minimalistischen Setup am Körper bzw. der Ausrüstung positionieren könnt. Jetzt haben wir uns gerade die Holster angeschaut. Wichtig ist natürlich jetzt noch das Thema Magazintaschen. Generell, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wir haben natürlich unsere Omerta-Serie. Bei der Omerta-Serie handelt es sich um eine Nylon-Pouch-Suite, wo es eben verschiedenste Magazintaschen, egal ob für Pistolen oder Gewehre gibt. Das Wichtige, was ihr wissen müsst bei Omerta ist, dass es sich eben um elastische Magazinstaschen handelt. Es gibt auch ein eigenes Video über diese Pouches. Da aber das Thema heute Kydex ist, gehe ich noch auf die anderen noch etwas genauer ein. Für wen sind die Omerta-Pouches interessant? Die sind dann interessant, wenn ihr verschiedenste Waffensysteme schießt und nicht euch mehrere Belts aufbauen wollt. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel 2011er Magazine habe, dann passen genauso gut Glock 17 Magazine hinein. Beim Thema Magazinstaschen, da scheiden sich aber oft die Geister. Ob Nylon oder Kydex, das ist natürlich eine Präferenzfrage. Man kann nicht sagen, dass das eine oder das andere besser ist. Wo natürlich klar der Vorteil liegt bei Nylon ist, dass ich verschiedenste Magazine nutzen kann mit den Magazinstaschen. Genauso wie bei den Holstern fange ich jetzt mit Outside the Waistband an. Und das erste, was ich euch zeigen möchte, das ist der Single Mag Carrier. Beim Single Mag Carrier, da habe ich eben auch ein sehr minimalistisches Design. Ich kann diesen Single Mag Carrier den Ziehwiderstand verstellen. Ich kann das Ganze im Winkel am Range Belt anbringen. Die Montage, die ich euch empfehlen würde, das ist die Black Triangle Low Profile Mount. Die passt nämlich perfekt zum Range Belt. Das wird dann durch die mittlere Schlaufe, 25 mm breit, durchgefädelt und dann verschraubt. Beim Single Mag Carrier gibt es neben der Low Profile Mount natürlich noch andere Möglichkeiten. Ich kann das zum Beispiel auch hier mit Gürtelschlaufen anbringen. Was mir noch immer wichtig ist, dass Leute wissen, die kompakteste Bauweise, die schaffe ich natürlich mit den Low Profile Mounts. Hier kann ich wirklich sehr viele Magazine nebeneinander anbringen. Aber das kann zum Beispiel eine gute Ergänzung sein, wenn ihr ein Raven Holster habt. Da macht diese Kombination mit den Belt Loops definitiv Sinn. Neben dem Single Mag Carrier gibt es das Ganze natürlich im Doppelpack, den Double Mag Carrier. Beim Double Mag Carrier hier könnt ihr auch jedes Magazin separat auf den Zielwiderstand einstellen, den ihr präferiert. Und es gibt auch hier wieder die Low Profile Mounts. Ganz klar nochmal meine Empfehlung, Low Profile Mounts, wenn ihr das Ganze mit dem Range Belt verwenden wollt, weil das ist die solideste Möglichkeit, das Ganze anzubringen, ohne dass sich etwas bewegt. Und egal welchen Molle-kompatiblen Gürtel ihr habt, das ist es. Viele fragen mich immer auch noch über beliebte Kombinationen, wie viel Double Mag Carrier, wie viel Single Mag Carrier sollte ich nehmen. Ganz klassisch ist oft, dass wir einen Double Mag Carrier und einen Single Mag Carrier haben. Das kann man dann auch sehr kompakt anbringen am Range Belt. Je nachdem wie viele Magazine ihr habt, könnt ihr natürlich auch mehr Single Mag Carrier dann haben. Weil mehrere Double Mag Carrier anbringen macht nicht so viel Sinn, wie wenn ihr das Ganze einfach durch Single Mag Carrier erweitert mit Hinblick auf die Platzersparnis. Hier noch eine ganz wichtige Frage, Thema Platzersparnis, wenn man sagt Nylon versus Kydex, was ist platzsparender? Generell am Range Belt platzsparender sind definitiv die Nylon Pouches. Aber natürlich habt ihr bei den Nylon Pouches nicht so die Möglichkeit, wie zum Beispiel hier bei den Kydex Pouches,
den Eingang so schnell zu finden. Es sind ja trotzdem einige Features mit verbaut, damit ihr die Öffnung für das Magazinholster findet. Aber bei Kydex geht es nun mal nochmal schneller durch das Feedback, was ihr erlangt. Ja, dann gibt es natürlich noch die Rifle Mag Carrier. Die gibt es für AR-15, AOG, AR-10 und G36 mit und ohne Koppler. Hier ist es eben so, dass ich auch die Möglichkeit habe, das Ganze mit den Low-Profile-Mounts zu verwenden. Ich kann das Ganze aber auch, so wie hier zum Beispiel, mit einem Tag-Lock verwenden oder eben Belt Loops. All diese Montagemöglichkeiten, die findet ihr bei uns in den Dropdown-Menüs bei dem Holster selbst. Ganz wichtig nochmal, ich möchte es mal hervorheben, wenn ihr einen Blackshine Range Belt habt oder einen anderen Molle-kompatiblen Belt, dann würde ich euch auf jeden Fall die Low-Profile-Mounts zu unseren Kydex Magazinstaschen empfehlen. Jetzt habe ich vorher schon über die Outside the Waistband Magazinstaschen gesprochen, kommen wir jetzt zu den Inside the Waistband Magazinstaschen. Was ich hier habe, das ist nämlich der sogenannte X-Carrier. Und das ist ein Magazin-Carrier, der inside the Waistband getragen wird, das heißt unterhalb der Kleidung. Und der ist eben darauf optimiert, dass ihr wirklich mit dem ersten Griff schon sehr nahe an der Patronenspitze dran seid. Und das hilft euch eben beim Zuführen des Magazins in die Waffe. Den X-Carrier, den gibt es auch für ganz viele verschiedene Waffenmodelle. Eine Auswahl und Übersicht, die findet ihr auf jeden Fall bei uns auf der Website. Beim X-Carrier gibt es keinen vordefinierten Platz, wo er denn platziert werden soll. Was für euch wichtig ist, egal wo ihr ihn tragen wollt, inside the Waistband, das funktioniert. Das war der kleine Überblick über alle Black Trident Kydex Magazinsholster und Magazinstaschen. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt sie super gerne hier unten in die Kommentare, was ich auf jeden Fall euch ans Herz legen kann. Wir haben zu jedem dieser Produkte noch ein separates Video, wo ich wirklich im Detail das Produkt erkläre, die Montagen erkläre und Co. Und in diesem Sinne, lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal, schreibt mir einen Kommentar, was ihr sonst noch gerne sehen würdet an Videos und ich freue mich auf das nächste Video. Bis bald!